Heute muss ich euch mal wieder einen von meiner absolute schnelle Lieblingskuchen zeigen. Und Mohn, ich weiß nicht, wie es euch geht. Der geht ja immer, ich könnte mich ja persönlich neinlegen. Ne? Das sieht man ja, in meine Kuchen lege ich mich anscheinend immer rein. Ne? Und los geht's mit der Eier. So, gucke mal hier, und habe ich euch schon gezeigt, ich habe hier ein bisschen Tonka-Zucker. Ne? Kennt ihr die Tonka-Bohne? Das ist ja so leicht bitter und süß. Es ist auch einmalig, kann ich euch sagen. Klapper, klapper, Joanna. Und das kommt jetzt noch mit rein in der Eier, ein bisschen Zucker dazu und dann so richtig schön schaumig rühren. Und jetzt können wir uns gleich währenddessen die trockene Zutaten mischen. Da habe ich ein bisschen Mehl, da kommt der Backpulver mit rein und natürlich ordentlich gemahlener Mohn. Dann habe ich ein Prisele Salz, das dürfen wir ja immer nicht vergessen, ne? Bisschen gemahlene Mandeln. Und dann braucht die Joanna noch einen Löffel, Moment. Und dann alles schön unterheben, gell? Und ihr wisst ja, das Rezept findet ihr ja immer zum Nachlesen auf dem Blog. Ich verlinke es euch ja immer ohne, weil viele immer fragen, ich gebe keine Mengenangaben an, so hier im Video. Nee, das könnt ihr alles schön in Ruhe im Rezept nachlesen. So, jetzt hier mal ein bisschen weniger Speed, ne? Und jetzt gießen wir noch eine kleine schluckische Milch dazu. Und da habe ich da hier noch die Butter schon, die habe ich aufgelöst, mache ich immer gerne, dass es ein bisschen fluffig bleibt. Ne? Und dann müsst ihr auch darauf achten, dass die nicht zu heiß ist, weil sonst wird es nämlich ein Rührei. Und jetzt geben wir dann löffelweise und langsam unser trockenes Gemisch dazu. So, und jetzt langsam noch ein bisschen rühre. Und da habe ich hier hinten meine Springform, da habe ich schon Backpapier unten reingeklemmt. Das machen wir jetzt immer ganz clever, ne? Und daran tue ich einfach noch so ein bisschen Ei buttern, dass der Teig dann nicht so hängen bleibt. Einmalig hier wieder, das funktioniert. Und nicht zu lange rühren, das Mehl, weil sonst geht der Kuchen nämlich nicht richtig auf. Tue da einfach nur noch mal ein bisschen mit dem Löffel unterhebe. Und wenn es denn soweit ist, dann geben wir es auch schon in die Form. Noch ein bisschen glatt streichen, gell? Ofen habe ich schon vorgeheizt auf 175 Grad Ober-Unterhitzt. Der ist noch dunkel, aber wir haben ja mittlerweile schon ein Gefühl. Warum, wisst ihr wahrscheinlich vom letzten Video. Weil mein Lämpchen ist kaputt, habe ich aber schon eins bestellt. Und oh Gott, jetzt ist es Mai! Die Joanna wieder der Oberkracher. Jetzt schnell wieder rüber. Hallo, ich muss nicht schnell wieder rüber drücken. Mensch, das soll da drin bleiben. Und jetzt muss in den Ofen. Ja, Gott sei Dank, schau mal her, ist er nicht schief geworden. Jetzt habe ich schon gedacht, geht wieder alles schief bei der Joanna. Ist ja immer was los in der Küche, ne? Und jetzt brauchen wir noch was Schönes fürs Topping. Da habe ich so ein paar Mandelblättchen, die rösten wir uns hier ein bisschen an da hinten in der Pfanne. Aufpassen, dass es nicht verbrennt. Und wir brauchen noch ein bisschen Buttercreme. Da habe ich ja warme Butter hinten, eine Zimmerwarme. Und die tun wir uns so richtig schön cremig rühren. So, guck, jetzt sind sie so richtig schön braun. Jetzt tun wir es mal gleich wieder zurück zum Abkühlen, ne? Und jetzt geht es dann da hinten auch gleich weiter. Die Buttercreme, die schlägt und ist schon richtig schön weiß und cremig. Jetzt drehen wir das Ganze hier mal ganz langsam auf die niedrigste Stufe. Und dann kommt noch für den Geschmack und für die Süße so eine Tube Milchmädchencreme mit dazu. Ganz langsam und vorsichtig. So, guck mal, hier ist das nicht schön cremig, einmalig, kann ich euch sagen. So, und jetzt brauche ich mal hier ein bisschen Platz, ne, weil das müssen wir jetzt nämlich umfüllen. Da brauche ich hier meine Tülle, meine kleine, hier mit dem Stern unten dran. Und dann habe ich immer so ein Becherchen, da stelle ich das immer so rein, die Tülle so ein bisschen umkippe, dass unten nichts rausläuft. Und dann füllen wir das mal da rein. Dann tun wir jetzt dann schon mal gleich auch die Mandelblättchen, die schütte ich jetzt einfach mal so her, dass die noch so ein bisschen abkühlen, weil die müssen ja dann kalt sein, ne? Herrlich. Und jetzt können wir dann das Törtchen so ein bisschen verzieren. Na, das ist doch mal Kuchen, Leute, oder? Schaut aus wie ein Törtchen ohne viel Aufwand und die Kombination aus dem Mohn und der Buttercreme mit Milchmädchen einmalig. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Ciao, macht's gut!